Canon hat heute 3 Neuheiten rausgebracht. 2 Kameras und ein neues Objektiv. Heute durften wir uns einen Ersteindruck verschaffen von der PowerShot V1, eine Kompaktkamera mit einem 1,4 Zoll Sensor und der R50V mit Wechseloptik und APS-C-Sensor und dem neuen 14-30 Objektiv. Was uns sofort auffällt, ist, dass die Kamera auf den Sucher verzichtet. Das Gehäuse ist eher auf Video ausgelegt. Das sieht man dann halt auch an dem Gewinde, was am Handgriff dran ist, damit man halt auch für Hochkant-Videos eine Stativlösung hat. Dazu kommt noch, dass das Walrad speziell auf Video ausgelegt ist. So wie die neue Zoom-Wippe, die im Zusammenhang mit dem neuen 1430 optimal funktioniert. Bei der kompakten V1 ist uns aufgefallen, dass sie eine aktive Kühlung an der Seite eingebaut hat und dass sie super klein und kompakt in der Hand liegt. Jetzt sind wir hier am Wittenbergplatz. Hier sind fleißig Geräusche. Einmal Vogelgezwitscher von überall und Autolärm von der Straße. Und wir testen jetzt den internen Sound der beiden Kameras. So, ich habe jetzt die R50V in der Hand und mache jetzt einen Soundcheck vom internen Mikrofon. Ich würde auch mal eine Runde rumlaufen, ein bisschen natürlich den internen Stabilisator des Objektivs ein bisschen ausprobieren und wir schalten auch noch mal dazu, dass wir noch den digitalen Stabi der Kamera nutzen, den man auch noch erweitern kann. Ist halt viel Nebengeräusche, also Autolärm und Vogelgezwitscher. So, ich habe jetzt das Video gestartet. Wir testen jetzt den Sound, also den internen Sound von der PowerShot V1 und natürlich auch gleichzeitig noch den Stabilisator. Interner Stabi ist an und der elektronische noch dazu geschalten. Und wir probieren jetzt einfach mal den Klang aus. Ein bisschen Nebengeräusche im Hintergrund. Ich hoffe, man kann mich klar und deutlich hören. So, ich war jetzt mit Julia ein paar Stunden unterwegs und durfte fleißig die R50V testen. Und vom Ersteindruck ist mir extrem aufgefallen, dass die Kamera sehr klein und kompakt ist. Also natürlich fällt der Sucher jetzt weg, den man typisch bei jeder kleinen Fotokamera kennt. Aber dadurch ist sie super kompakt, liegt trotzdem sehr gut in der Hand, hat ein dreh- und schwenkbares Display, hat direkte Videotasten, nicht nur hier vorne als Auslöser, auch hier vorne am Gehäuse, was ich ganz cool finde. Außerdem hat man an der Seite einen Kopfhörer und einen Mikrofoneingang und den etwas neueren Blitzschuh von Canon, wo man auch einen XLR-Adapter ransetzen kann, um bessere Mikrofone zu nutzen. Und besonders mit dem neuen 1430 hatte ich ziemlich viel Spaß, dank dem neuen Power Zoom in der Videoaufnahme. Klein, leicht, perfekt zum Bloggen und Vloggen. Was mir im Verhältnis zur R50V bei der V1 aufgefallen ist, sie ist natürlich kleiner und kompakter. Sie hat kein Wechselsystem, aber dafür ist sie natürlich immer eine Kamera, die man mehr dabei hat, dank der Größe. Außerdem hat sie ein aktives Lüftungssystem, was natürlich für längere Aufnahmen ganz praktisch ist. Und was ich super spannend fand, sie hat einen 1,4 Zoll Sensor. Das heißt, der ist schon etwas größer als wie bei den typischen Kompaktkameras. Außerdem hervorzuheben ist das ziemlich spannende Objektiv. Es ist ein 16 bis 50 auf Kleinbild gerechnet. Das heißt, man hat einen schönen Ultraweitwinkel für Vlogging-Aufnahmen optimal, kann aber sich kreativ noch mit 50 mm ausleben. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Wenn ihr eine Kamera immer dabei haben wollt als Vlogger-Kamera, dann würde ich euch die V1 ans Herz legen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte ein bisschen mich kreativer ausleben, ein bisschen mehr mit Schärfe, Unschärfe spielen, dann würde ich euch die R50V ans Herz legen. Und dadurch, dass man bei der R50V die Objektive auswechseln kann, kann man sich natürlich etwas kreativer ausleben. So, das war unser Ersteindruck der beiden Kameras und dem neuen Objektiv. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Besucht uns doch gerne am Viktoria-Elize-Platz in Schöneberg oder auf www.fotomeier.de. Wir sehen uns.